du triffst die letzte Entscheidung. Sowohl positiv als auch negativ bist du dann derjenige, der da steht. Wenn die das erste Mal bei uns im Stadion waren, sind die immer platt. Ja, sind die immer platt. Ich habe sehr oft schon in dieser Mannschaft gesehen, dieses Jahr, in welche Richtung es gehen kann, wenn wir konstant werden und gehen muss. Ja. Ja, ein aufregendes Jahr 2024 geht zu Ende und wir wollen darüber sprechen mit unserem Cheftrainer, mit Nuri Sahin. Schön, dass du hier bist, denn es war auch sicherlich ein aufregendes Jahr für dich. Du hast zum 1. Januar als Co-Trainer das Team von Edin Terzic verstärkt und gemeint, wenn Borussia Dortmund ruft, dann hat das Bauchgefühl gesagt, du musst nach Hause. Wie fühlt sich dieses Zuhause jetzt an? Ja, immer noch wie mein Zuhause. Immer noch gut. Hat sich nichts verändert? Nein, das wird sich auch nie ändern. Ja, ich habe damals, also ich glaube nicht, dass ich meine Rolle in Antalya für irgendwas anderes aufgeben würde, weil dafür war es mir einfach viel zu wertvoll und viel zu wichtig. Und das Gefühl in den Gesprächen gehabt, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, wieder nach Hause zu kehren und ja, meinem eigenen Verein sozusagen zu helfen. Und jetzt sitze ich hier. Ja. Du warst 5,5 Jahre weg vom BVB, hast den Verein nach eigener Aussage nochmal neu kennengelernt. Was waren die gravierendsten Änderungen bzw. Neuerungen, die du im Verein wahrgenommen hast? Ja, alles ist größer geworden. Also, das kann ich schon sagen. Der Verein ist wahnsinnig gewachsen in allen Bereichen. Die Erwartungen sind größer geworden, die Ungeduld ist größer geworden. Ja, hat sich das ja, so doch, verändert? Das finde ich schon. Was auch nicht schlimm ist, aber ich finde schon, gerade wenn man von außen drauf guckt, ich meine, ich hatte immer Kontakt zum Verein, zu den Leuten, aber immer aus der Ferne auch gesehen. Und jetzt, wo du selber wieder zurück bist, ich meine, ich kenne unser Trakt, unser Profigebäude. Ich war einer der Ersten, der da drin war, so als wir da neu reingegangen sind. Oder hier im Trainingsgelände in Brakel. Ich weiß noch 2006, als wir hier angefangen haben zu trainieren, da gab es nur diesen einen Rasenplatz. Drumherum war gar nichts und wir mussten vom Rabenloh hierhin reisen. Und allein schon, wenn du das Trainingsgelände betrittst, merkst du, welche Dimensionen dieser Verein mittlerweile hat. Und ja, das bringt einiges mit sich. Und einiges musste ich auch neu kennenlernen, das stimmt, ja. Blicken wir so ein bisschen zurück auf das Jahr, die Champions-League-Reise durch die K.O.-Phase bis nach Wembley. Für viele im Verein sicherlich das Highlight des Jahres. Wie hast du diese Reise erlebt? Ja, in meiner Rolle, in der ich war es natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich fand, dass wir ab Januar eigentlich gerade in der Champions League mit dem Spiel in Eindhoven, ich glaube, das war in Eindhoven, ja, da hast du so Schritt für Schritt gemerkt, okay, da kann was passieren, da kann was gehen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das muss ich sagen, ja. So ein Endspiel ist immer wieder was Besonderes, ne? Ja, das ist das Einzige an dieser Reise, ehrlich gesagt, was nicht so cool war und woran ich mich nicht so gerne dran erinnere, weil es war jetzt das zweite Mal, dass ich im Wembley stand mit leeren Händen. Und ja, diese Reise hätte es eigentlich auch verdient gehabt. Definitiv. Hätte ich auch uns allen, Edin und uns allen, dem Verein, sehr, sehr gegönnt, ja. Im Sommer bist du dann zum Cheftrainer befördert worden. Was sind die größten Herausforderungen aus deiner Sicht, wenn man diesen Schritt geht vom Co-Trainer zum Cheftrainer? Ja, die Verantwortung natürlich. Die Verantwortung. Viele Pressekonferenzen. Immer wieder. Man muss viel reden, ne? Ja. Also das ist der größte Unterschied, das muss ich schon sagen. Aber natürlich bringt das auch einiges mit sich. Du triffst die letzte Entscheidung. Sowohl positiv als auch negativ bist du dann derjenige, der da steht. Und ja, das sind die einzigen Unterschiede. Ich habe jetzt vor jedem Spiel oder nach jedem Spiel viele Interviews, Pressekonferenzen. Das hat sich verändert, ja. Du hast ja schon recht früh angefangen mit deinem Trainerdasein, 2015 in der Bezirksliga Staffel 5, die ich von meinem Zuhause noch kenne. Nuri, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Als ich dann die Redaktion hatte, ein paar Vereine aufgeschrieben, SG Hickengrund und SOS Niederschelden. Die kenne ich natürlich alle in deiner Arbeit als Trainer. Was ist der größte Unterschied und was ist nahezu gleich? Egal, ob es in der 8. Liga ist oder in der Bundesliga. Es ist Fußball. Natürlich
ist es auf dem Niveau, auf dem wir jetzt sind, was anderes. Die Qualität ist eine ganz andere, die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere, die Anforderungen sind ganz anders. Trotzdem glaube ich, dass der Fußball Fußball bleiben muss immer. Und so gehe ich das auch an. Nur trotzdem ist die Verantwortung und alles, was dazugehört, viel, viel größer, ist ja klar. Was mich mal interessieren würde, Nuri, ist, wie anders fühlen sich Siege im Signal Iduna Park an, also als Spieler und als Trainer? Ja, als Spieler, wenn wir gewonnen haben, habe ich mich immer auf den Moment extrem gefreut, wenn es dann vor die Süd gegangen ist. Das war so diese letzte Belohnung, sich nochmal diesen Adrenalinschub zu geben. Das ist immer noch was Besonderes, ja, da. Ja, definitiv. Das wird auch immer so bleiben. Und ich kriege jetzt im Moment sehr viel Besuch aus der Türkei, auch durch unser neues Umfeld, was wir uns aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und ja, jedes Mal, wenn wir dann abends zu Hause sitzen, wenn die das erste Mal bei uns im Stadion waren, sind die immer platt. Ja, sind die immer platt. Und ja, das ist eigentlich so, weil als Trainer, finde ich, geht man da nicht hin. Das ist der Moment der Spieler. Und ja, es fühlt sich immer noch sehr, sehr besonders an und es wird auch immer so bleiben. Was sind das denn für Vorteile, wenn man als Spieler aktiv war und jetzt Trainer ist, aber vielleicht auch, was sind auch vielleicht Nachteile? Ja, der größte Nachteil ist, wenn du dich immer noch für diesen Spieler hältst. Ja, erst eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe oder die mir mitgegeben wurden von Fachmännern oder von Leuten, die vor mir schon Trainer waren, haben gesagt, du musst den Spieler Nuri Şahin vor der Tür lassen, wenn du Trainer wirst, weil das wird dir nicht so viel bringen. Du kannst dich nicht immer vergleichen mit dem Spieler. Ich konnte ja auch ein bisschen kicken und wenn ich immer denke, ja okay, der muss jetzt das machen, weil ich früher das gemacht habe, so läuft die Geschichte aber nicht. Das stelle ich mir jetzt nicht so ganz einfach vor. Klappt das? Ist das ja, gut doch. geregelt? Also ich fand, dass ich am ersten Tag das schon geschafft habe. Ja, doch. Cool. Also ich glaube nicht, dass ich jemals zu meinen Spielern gesagt habe, ja, ich habe früher den Ball so gespielt oder Pichu hat früher den Ball so gespielt oder Manni hat so gegrätscht und hat den Ball abgefangen. So, das bringt nichts. Und Vorteile, klar. Ich weiß, wie die Kabine tickt. Ich glaube schon, dass ich wenn ein Spieler mir Hallo sagt, wie es ihm gerade geht. Ja, ich glaube auch, wenn jemand ein Gesicht zieht, in welche Richtung es gehen könnte, das kann schon helfen, wenn du diese kurze Hose schon mal auf dem Platz anhattest. Ja, oder das Trikot. Das stimmt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kommen wir ein bisschen zum Sportlichen, Nuri. Im Blick auf die Tabelle offenbart uns, dass wir über Weihnachten außerhalb der Champions-League-Plätze stehen. Das hast du dir sicherlich ganz anders vorgestellt, oder? Natürlich, definitiv. Wir sind definitiv noch nicht da in der Bundesliga, wo wir uns selber sehen, wo wir sein müssen, wo wir sein werden. Und das ist auch natürlich kritisch beäugt wird, ist ja auch von mir kritisch beäugt, ist ja völlig normal. Und wir sind noch nicht zufrieden mit dem Zustand, in dem wir sind. Und wir hatten zu viele Auf und Abs. Also ist jetzt auch nicht so, dass alles schlecht war, sondern wir hatten auch gute Momente. Wir hatten allerdings auch sehr, sehr viele Verletzungen, muss man auch mal dazu sagen. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit. Ja, ist ein Teil der Wahrheit. Das möchte ich nicht anführen, aber trotz alledem ist es so. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit. Das ist einfach so, weil ich glaube, jeder einzelne Trainer kann mich da am besten verstehen, wie es ist, wenn du viel umbauen musst, wenn du nicht viele Möglichkeiten hast. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, das muss man auch dazu sagen. Es haben viele Faktoren eine Rolle gespielt und es hat aber auch Faktoren gegeben, dass wir manchmal nicht gut gespielt haben, dass wir unsere Leistung nicht gebracht haben, die wir von uns erwarten. Und damit bist du dann halt außerhalb der Plätze oder außerhalb der Top-Plätze, wo wir uns sehen. Und aber ich habe sehr oft schon in dieser Mannschaft gesehen, dieses Jahr, in welche Richtung es gehen kann, wenn wir konstant werden und gehen muss, ja. Wünschen wir uns natürlich für 2025 alle, ganz klar. Ja. Ich würde jetzt gerne mal eine Schnellfragerunde eröffnen. Ritt durch die letzten 6 Monate machen. Ich nenne dir ein Spiel oder ein Ereignis und du antwortest möglichst nur mit einem Wort. Okay? Okay. Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt. Gänsehaut. 7-1 gegen Celtic.
Du darfst kein Wort zweimal nehmen. Okay. 7-1 gegen Celtic. Da muss ich aber einen Satz nehmen, anstatt ein Wort. Ich habe gespürt, in welche Richtung es gehen kann. Ja. Pokal aus in Wolfsburg. Man darf es auch Schimpfwörter sagen. Wenn ich etwas rückgängig machen kann, dann, wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, dann wäre es das. 2-1 nach 0-1 gegen Leipzig. Unser Stadion. Unentschieden gegen Bayern. Bitter, sehr bitter. Erste Heimniederlage gegen Barca. Da muss ich 2 nehmen, Stolz und blauäugig. Stolz, weil wir gesehen haben oder gezeigt haben, dass wir mit den besten Mannschaften in Europa auf einem Niveau vielleicht sogar besser spielen können an diesen Tagen. Und blauäugig, dass wir es nicht über die 90 Minuten dann nach Hause ziehen. Mindestens einen Punkt erholen, das, was uns sehr, sehr gut getan hätte. Aber ich glaube, dass der Sieg da auch drin war und da müssen wir halt einfach schlauer, cleverer werden. Stichwort. Sagt man doch, oder? Blauäugig? Ja. Barca, deine Aussage, ich möchte, dass wir zu Gewinnern werden, auf der PK ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Kam das spontan oder ein Stück weit bewusst so gewählt, um ein anderes Mindset ins Team, vielleicht aber auch in den Verein zu bekommen? Man wird es kaum glauben, aber ich bereite mich nicht vor, bevor ich was sage. Gerade nach dem Spiel habe ich gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Und ich finde auch, immer wenn man ehrlich ist, ist es authentisch. Und natürlich als Trainer, alles, was ich als Trainer von Borussia Dortmund sage, wird umgedreht und wird nochmal darüber. Das ist ja völlig normal. Nein, das war überhaupt nicht vorbereitet. Das ist einfach das, was ich in dem Moment gefühlt habe. Deswegen sage ich auch, ich war stolz. Also 2 Wörter habe ich ja benutzt, stolz und blauäugig. Und wenn wir schon so weit wären, dann hätten wir das Ding gezogen. Das heißt, dass wir noch nicht so weit sind, aber wir haben auch über 90 Minuten gezeigt, dass wir vielleicht mit einer der besten Mannschaften in Europa gerade auf einem Niveau spielen können. Ja. Jetzt sind wir in einer kurzen Winterpause, in einer sehr kurzen Winterpause. Gibt es für dich auch mal die Möglichkeit, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen auszuruhen oder vielleicht auch mal den Fußball ganz kurz aus dem Kopf zu bekommen? Wie können wir uns oder dürfen wir uns die kommenden Tage bei Nuri Sahin zu Hause vorstellen? Oder vielleicht auch nicht zu Hause? Ja. Nein, ich werd zu Hause sein. Ich werde mit den Kindern sein. Das Einzige, was ich mir wirklich nehmen werde, ist es auszuschlafen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Aber trotzdem wird's zum Fußball gehen. Und das ist unser Leben. Wir müssen, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Trainer es schafft. Und wenn es einer schafft, dann soll er mich bitte anrufen. Aber dass er einfach komplett 10 Tage abschalten kann. Wir werden die Hinrunde analysieren. Wir werden uns auf die Rückrunde vorbereiten. Aber trotzdem, klar, ich freue mich auf meine Freunde, dass wir auch mal ein bisschen gemütlicher essen können, dass wir uns Zeit nehmen, dass ich mit den Kindern ein bisschen was machen kann, das schon. Aber trotzdem, du schaltest nicht wirklich ab. Ja, also will ich auch gar nicht. Ich bin schon sehr, sehr glücklich, wenn ich diesen Job ausüben darf. Du hast gesagt, Vorbereitung. Lass uns mal darauf auf die Vorbereitung der Rückrunde kommen. Das Trainingslager in Marbella wird nicht stattfinden. Aus welchem Grund und wie werdet ihr euch auf die Rückrunde vorbereiten? Ja, das hat einfach einen ganz einfachen Grund. Wir haben eine sehr kurze Winterpause. Wir spielen sonntags und dann spielen wir wieder im neuen Jahr im Januar sehr früh, dann freitags. Und also diese beiden Anreise- und Abreisetage hätten uns nochmal 2 Trainingseinheiten gekostet, ehrlich gesagt. Und wir wollen uns bestmöglich vorbereiten auf die Rückrunde, auf die lange Rückrunde, die ja bei uns bis zur Club-WM dann weitergehen wird. Deswegen, das sind viele Mittwoch-Samstag. Sehr viele. Und deswegen, wir haben Top-Bedingungen hier. Ja, das Einzige, was wir vielleicht nicht haben werden, ist die Sonne. Ja, ich bin auch sehr, sehr gerne in Marbella jedes Jahr, aber
Es geht einfach um die bestmögliche Vorbereitung für die Jungs und wir haben hier alles, wir haben Top-Bedingungen hier und die wollen wir dann nutzen. Ja. Wir haben mit einem Zitat aus dem Januar begonnen. Wir wollen auch mit einem enden. Ich weiß, was ich will, hast du uns gesagt. Was willst du im Jahr 2025? Dass wir zu Gewinnern werden, dass wir endlich es schaffen, dass über uns nicht mehr so geredet wird, dass wir nicht konstant sind. Und das werden wir schaffen. Da gehe ich jeden Tag voran. Und dass das Jahr 2025 erfolgreich wird, gesund wird für alle, die es mit diesem Verein gut haben. Also nicht nur die Verantwortlichen, aber jeder Einzelne. Ich wünsche jedem Einzelnen ein tolles Jahr 2025. Ja, das Jahr 2024 war schön, war emotional, war manchmal auch unangenehm. Aber trotzdem möchte ich keine Sekunde missen und ich bin mir sicher, dass 2025 ein schönes Jahr wird, in dem wir hoffentlich uns auf 2026 vorbereiten und sagen können, jetzt können wir angreifen. Vielen Dank, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie immer, macht Spaß. Danke für deine ehrlichen Antworten und alles Gute für 25 und die nächsten Jahre. Vielen Dank.